Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Vampyr. Der Durst nach Blut ist unbeschreiblich. So, ich habe jetzt das Paket gefunden, wonach wir suchen sollten. Das hat eine Leiche bei sich. Hier. There's a letter inside. Genau. Dann gucken wir doch mal, was in dieser Box für eine Letter ist. Hier ist die Box. Kleine Kiste. Barrett, es gibt keine leichte Art, das zu sagen. Darum sage ich es einfach frei heraus. Wir können so nicht weitermachen. Zumindest ich kann es nicht. Wenn Joe jemals herausfindet, dass wir, seine Frau und sein bester Freund, es würde ihn zerstören. Und dann würde er dich töten. Wir hatten schöne Zeiten zusammen. Doch wir müssen es einsehen. Ich werde niemals deine Jane Lewis werden. Du weißt es und ich weiß es auch. Also beende ich es hier und jetzt. Wenn du meine Entscheidung respektierst, werden wir, Joe, du und ich, sicherlich auch irgendwann wieder glücklich sein. Und wenn der wichtigste Teil unserer Geschichte wird immer ein Geheimnis bleiben. Bis zu diesem Tage hoffe ich, dass du mir vergeben kannst. Lebe nun wohl, Jane Peterson. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Nicht schon wieder. Erzähle Edgars von... Achso. Entscheide dich, was du mit der Kiste tun wirst. Gib Barrett Lewis das Paket und den Brief. Gib Joe Peterson das Paket und den Brief. Boah, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde mich erstmal auf diese Bestie hier stürzen. Na, das war ja einfach. Moin. Ja. das ging schnell, kurz und schmerzlos. Stinkt nach verrottetem Fleisch. Wer sagt denn das? Wer redet denn da die ganze Zeit? Die Wache wahrscheinlich da draußen, ne? Mehr Geld. Der Beste. Ja. Alter. Nicht gut. Komm ich irgendwie weg? Jawohl. Die Attacke wird irgendwie stärker. Wie kommt das? Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich die Kreatur da draußen töten soll, aber die gibt auch nochmal Erfahrungspunkte und ich bin hier schon bei 1705. Vielleicht sollte ich noch warten, bis sich meine Fähigkeit aufgeladen hat, meine ultimative. Ich habe übrigens noch eine Waffe gefunden, die hing da an einem Balken. Oh. Hauptwaffe. Und zwar war das eine Axt. Wo ist sie denn? Hier. Abgenutztes Beil. Ein Beil, keine Axt.
Mit 65 Grundschaden. Ich glaube, wenn ich die noch verbessere, könnte die auch ziemlich gut sein. Die zieht nämlich mehr Ausdauer, aber die Angriffsgeschwindigkeit ist sogar noch besser als hiermit. Wir haben nämlich Angriffsgeschwindigkeit 15 und hier sind es nur 10. Ich weiß nicht, ob mehr besser ist. Ich denke mal schon. Vielleicht kann die auch was. Wer weiß. Mal gucken. Ich brauche noch Blut, aber ich habe keine Fiolen mehr. Richtig kacke. 60 Sekunden noch. Ich habe zwar gute Lebensenergie jetzt mittlerweile wieder, aber Blut habe ich keins. Also das heißt, ich kann keine Fähigkeit einsetzen. Das Gute ist, die ultimative Fähigkeit braucht kein Blut. Hab ich hier schon umgeguckt? Ja. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht. Glaube ich schon, dass ich die Beste da draußen töten will wegen der EP und dann geben wir das Paket mal ab. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wem ich es geben will, aber ich glaube, ich gebe es Barrett. Okay, 20 Sekunden noch. Das, was ich gerade gesehen habe bei dem Monster da unten, war ja ziemlich geil, weil er hat sich quasi runter teleportiert, den Gegner angegriffen und wieder hoch. Und das könnte ich bei ihm hier genauso machen. Jetzt. Aber ich kann den nicht anvisieren, oder? Sehr hohen Widerstand gegen Schusswaffen. Wässrige, belebende Blutprobe. Okay, hier sind wir wieder. Weil wenn ich die Quest jetzt noch abgebe, bekomme ich auch noch EP und dann denke ich mal, lohnt es sich schon nochmal, sich hinzulegen und die Erfahrungspunkte zu verteilen. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Hat er neue Waren? Right then. Ich habe ja noch ein bisschen Geld jetzt. Ah, shit, das kostet zu viel. Ja, okay. Aber auch nichts zum Verkaufen, oder? Ah, doch. Ich will noch eins davon. Fancy buy. You never... I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Okay, okay. Sie hatten eine Affäre mit Joes Frau. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Also er würde ihn wahrscheinlich umbringen, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt haben wir alles mit ihm bequatscht, was geht. Ja, 4000 EP. Krasser Scheiß.
Okay. 1810. Bräuchte 2000 für ein weiteres Upgrade einer Fähigkeit, die ich hier habe. Deswegen machen wir weiter. Würde ich sagen. Wir gehen noch nicht uns ausruhen. Quests haben wir alle erledigt. Bürgermission. Mit ihr kann ich noch nichts machen. Die habe ich erst gerade befreit. Dann machen wir weiter mit der Main Quest, würde ich sagen. Dazu müssen wir wieder zurück zum Krankenhaus. Ich setze mir mal eine Markierung irgendwie hier hin, damit ich weiß, wo ich lang muss. Die Tür wurde aufgeschlossen. War sie abgeschlossen? Das ist aber nicht nice. Okay, keine Gegner hier. Oh ja. Ich brauche es. This is despicable. Ich brauche Blut. I have this thirst for blood. Blood. Okay, kein Gegner weit und breit. Die spielen dieses Klischee von wegen es regnet in London die ganze Zeit über ziemlich gut. Okay, ich kann die Markierung entfernen. Wo kam das her? Hier? Das sind keine Vampire. Oder Skulls. Weil wir können uns ja auch im Pembroke ausruhen. Wir haben hier den Status gereinigt. Das heißt also, alle sind gesund. Kein Mangels an irgendetwas. Achso, ich wollte noch gucken. Waffenverbesserung. So. Vielleicht eine Knarre. Nachladezeit um 25% verringert. 5 zusätzliche Schockpunkte, wenn Waffe trifft. Teil eines guten Abzugs. Was mit ihr hier? Teil eines gewöhnlichen Abzugs. Genau, die habe ich gekauft. Dann verbessern wir mal. Hat nicht mehr viele Schräubchen, aber passt schon. Ja, jetzt habe ich keine Schrauben mehr. Verdammt. Teil eines gewöhnlichen Abzugs. Ich verbessere es mal nicht, denn ich weiß nicht, was für Knarren ich noch bekomme. Vielleicht eine Magnum oder sowas. Aber das Beil hier interessiert mich. So. Okay, ich brauche noch Teile eines gewöhnlichen Abzugs. Die macht 80 Schaden. 3 zusätzliche Schockpunkte, wenn die Waffe trifft. Okay, die ist auf Schock ausgelegt. Die nimmt Blut auf, was ich ziemlich gut finde. Aber ich glaube, die ist in der nächsten Stufe schon wesentlich stärker. Aber aktuell ist die vom Schaden her einfach besser. Okay. So, dann reden wir mit Dr. Swansea. Er ist gar nicht in seinem Büro, oder wie? Oh doch, da steht er. Hab ihn gar nicht gesehen. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that?
I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Der Plan ist gar nicht mal so doof. Das ist zu gefährlich. Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht mache ich London zu meinem Reich. Alles klar. Das ist eine krasse Antwort. Können wir aber auch geben. Zu gefährlich. Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht ist es wirklich zu gefährlich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich schwanke zwischen diesen beiden Aussagen. Ich nehme diese hier. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ja, stimmt. Er weiß das gar nicht, dass wir unsere Schwester umgebracht haben. Wohne Marys Bestattung bei. Oh mein Gott. Das Auge war im Grab. Begibt sich zum Stonebridge Friedhof. Machen wir, aber nicht jetzt. Ich habe nicht genügend Erfahrungspunkte, aber vielleicht kann ich noch ein paar andere Sachen leveln. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal und ruhen uns aus. Und die in Whitechapel-Leute werden jetzt erstmal wieder gesund. Und dann gucken wir weiter. Ich war auch noch nicht in einem anderen Bereich der Stadt. Da würde ich nochmal gerne zurückkehren. Nämlich der Bereich, an dem wir am Anfang waren. So, was kostet mich das? 2000 brauche ich Level. 14. Das wäre ich im nächsten. Also Level 14 ist nicht unerreichbar für mich. 2000. Ja, das hätte ich nämlich gerne gelevelt, aber das kostet mich halt 2000 Erfahrungspunkte. Könnte natürlich alles zurücksetzen, aber nee. Blutkapazität, ja. Großer Durst. Ja, die Blutaufnahme, wenn du bist im Kampf verwendet wird. Ja, komm, machen wir. Großer Durst. Riesiger Durst. Plus 200% Blut. Heftig. Mehr Lebensenergie kostet mich 1000. Nehme ich. So, 560. Das kostet mich alles zu viel. Taktisch. Sprung.
Schattenschleier. Umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Sich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Was kostet mich das? 500. Könnte ich nehmen. Schattenschleier. So, um Feinden zu entgehen. Taktisch. Ja, es ist vielleicht keine so dumme Idee. Ich nehme das mal. Warum nicht? Abklingzeit 60. Okay, bestätigen wir. Folgende Nacht. Oh nein, es gibt wieder Leute, die krank sind. Natürlich. Die Taten haben die Wirtschaft des Bezirks verändert. Wer hat denn was? Sie hat Kopfschmerzen. Er hat auch Kopfschmerzen. Ah, da haben sie Kopfschmerzen. Okay, das lässt sich machen. Sieht's in Whitechapel aus? Dass Crane gestorben ist, ist natürlich wahrscheinlich nichts Gutes. Das ist immer noch kritisch. Erkältung können wir behandeln. Neuralgie. Kann er nicht mit ihm reden vor Bandstufe 3. Das ist halt doof. Jetzt hat er eine Erkältung. Gut. Hier wollte ich nämlich in den Bezirk. Weil hier die Leute, die kennen wir noch gar nicht. Und in dem Bezirk waren wir noch überhaupt gar nicht. Unbekannter Bezirk. Aber da denke ich mal, kommen wir bald hin. So, Mittel gegen Kopfschmerzen hieß es, ne? Kopfschmerzen 3-mal. Drei Mittel gegen Kopfschmerzen? Ernsthaft? Behandlung gegen Kopfschmerzen. Behandlung gegen Erkältung. Behandlung gegen Erschöpfung. Habe ich dabei? Okay. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die Leute. Ah, okay. Überzeuge, ne, zurück nach Whitechapel zu gehen. Okay. Das ist eine Quest in Whitechapel, da können wir nochmal hingehen. So, jetzt muss ich erstmal die Leute finden. Hier, einmal. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Natürlich, Miss Howcroft. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress. Okay. Das hätten wir erledigt. So, wer braucht denn noch ein Mittel gegen Kopfschmerzen? Hier niemand. Ah, hier. Dr. Strickland. Good evening, Doctor. And good evening to you, Dr. Reid. Okay, mit ihm haben wir schon alles bequatscht. Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reid.
but your help is welcomed. There is no shame in helping each other. We're colleagues after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Goodbye, Dr. Strickland. Okay, fehlt noch einer, oder? Dr. Tippets. Aber er bekommt seine Maximal-HP nicht. Achso, weil ich, glaube ich, eine Frage bei ihm falsch beantwortet hatte. Beziehungsweise ihn verärgert habe. Dr. Aykroyd hat auch nicht so hohe Lebensenergie. Dr. Tippets schleicht, glaube ich, draußen rum. Vor dem Krankenhaus. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, If only there were more of us. I can't with forgive less myself. resignation and more I'll find the determination. truth about what happened to us. I swear. Say the same for the others. Good evening, Dr. Tippets. Dr. Reid, any good news to share? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Yes, indeed. But don't Was ist worry, mit dir da I am hinten los? perfectly capable of taking care of myself. Kommt nicht an uns vorbei. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reid. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Goodbye, Dr. Tippets. Okay. Good evening, Dr. Tippets. Dr. Achso, mit ihm wollte ich gar nicht quatschen. Mit Milton wollte ich quatschen. Good evening. Good evening, Doc. I'd like to see... Wise choice. Teil eines gewöhnlichen Griffs brauchen wir. Das auch. Und ich bin pleite. Ich bin ein armer Doktor, aber Geld ist für uns unsterbliche Seele eigentlich nicht mehr von Belang. So gesehen, aber um meine Waffen zu verbessern, brauche ich es dann wiederum doch. So. Jetzt lass mich nochmal gucken in die Quests. Hier ist alles erledigt. Hier aber noch nicht. Sie ist auf dem Friedhof und da müssen wir eh hin. Dann passt das ja. Muss ich sie mesmerisieren, damit sie überzeugt werden kann? Die Frau auf dem Friedhof? Finden wir gleich mal raus. Achso, hier bin ich falsch. Aber hier leuchtet noch was. Oh. Schraube, yeah. Wieder Stuff zum Upgraden. Blut, warte. Oh ja. I can't believe I'm doing this. Oh, glaub's ruhig. Was ist hier denn? Die weiß ich noch gar nicht. Ah, 5 Schillinge. Ich kann mich über die Dächer bewegen, damit mich keiner sieht. Ach, ist ja witzig. Hier, ein Step to another. Ach was. Komm ich... Ah. Whitechapel Street. Jetzt bin ich auf der Seite. Was ist das hier für eins Haus? War ich hier schon? Nee. Also, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Aber kommt mir nicht bekannt vor. Hier ist nichts. Ich glaube, hier war ich schon. Ja, gut möglich. Hat mich nur ein bisschen gewundert.
So, alle erledigt. Dann looten wir die mal. Den habe ich schon gelootet. Okay, der andere ist auch schon tot. So, dann zum Friedhof. My dear sister, I don't know if I have the strength. You have to. Oh, moin. Der ist wild. Der widersteht. Ah, weil er Schutz hat gegen Schüsse. Okay. Einige Gegner hier. Hä? Das ist nichts passiert. Noch mehr Tote. Ach so, ich muss hier einmal komplett... Ah, verstehe. Okay. Okay, aber sie ist auch hier irgendwo. Frau. Die Frau. Da ist sie. Are you all right, Miss Shun? My name is Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reid. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen?
I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Die Arme. Persönliche Fragen. Ich habe meine Schwester Mary sterben lassen. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I wanted you to know that you have done nothing wrong. Unlike me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reid. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Guter Plan. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Ich wollte sie nicht belästigen. In ihrer Meinung. Sie sind nicht tot. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reid. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reid. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Okay, ich glaube, das war alles, was wir mit ihr bequatschen konnten. Goodbye for now. Mit 4 Minuten. Untersuchung erfolgreich. Okay. Machen wir jetzt mit der Main Quest weiter. Wenn wir gerade hier sind. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Runde heimlich. Der Unbekannte. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired.
Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Uff. Schwer wiegt die Bürde. Begib dich zu St. Mary's. Okay, aber ich würde gut gelaunt sagen, das machen wir das nächste Mal, denn wir sind hier am Ende der Folge angelangt von Vampyr und ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr dabei wart und wir machen mal mit der Hauptgeschichte weiter und schauen mal, dass wir ja, die Beichte ablegen und vielleicht auch Erlösung finden für unsere Tat. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Vampyr.